Auf dem Weg zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele werden Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit die Zukunft des Bauens maßgeblich prägen. Aber welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Welchen Beitrag können Planungsphase und eben auch vor allem die softwaregestützte Tragwerksplanung leisten? Und vor allem, warum wird in Zukunft kein Weg an OpenBIM vorbeiführen? Mein Name ist Tim Kullmann und gemeinsam mit meinen beiden hochkarätigen Gästen werden wir heute Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden. Bei mir sind Ines Prokop, Geschäftsführerin des BVBS, des Bundesverband Bausoftware, und Markus Gallenberger, Geschäftsführer der Unternehmen SIA, Frilo und DC Software. Guten Tag, Ines Prokop. Guten Tag, Markus Gallenberger. Ich freue mich, Hallo. dass Sie heute bei mir sind. Wir haben einige Themen, die wir besprechen möchten, Themen, die die Baubranche bewegen. Und ich denke, wir steigen am besten direkt ein mit der ersten Frage. Zum Einstieg habe ich eine Zahl mitgebracht. Der Bausektor war im Jahr 2021 für ca. 40% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Das ist eine ganze Menge. Mit welchen Strategien gelingt es, die Auswirkungen von Baumaßnahmen auf das Klima und eben auch auf die Umwelt zu reduzieren, Frau Prokop? Wir müssen im Grunde einen kompletten Paradigmenwechsel vollziehen. Deshalb die Klimaschutzziele zu erreichen, ist die enorme Herausforderung für die Baubranche. Und die geht nur mit digitalen Methoden zu bewerkstelligen. Das sind zum einen der andere Umgang oder der bessere Umgang mit dem Bestand. Wir müssen alles daran setzen, die Bauwerke, die wir haben, so lange wie möglich zu erhalten und zu nutzen. Einfach weil dort ja enorm viel CO2 gebunden ist. Und mit digitalen Methoden können wir den Bestand wunderbar erfassen und analysieren und entsprechend auch bewerten, um ihn einfach für die nächste Generation fit zu machen, um den Bestand an veränderte Nutzungsanforderungen und veränderte Lasten und solche Dinge anzupassen. Und zum anderen brauchen wir die digitalen Methoden, um beim Neubau deutlich weniger CO2 freizusetzen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Der Digitalisierung wohnen enorme Potenziale inne. Welche Konzepte fördern denn diese Potenziale ganz konkret zutage? Ein konkretes Konzept ist natürlich Building Lifecycle Management. Das heißt, was ist das? Ein zentraler Ort, an dem alle Daten auch abgelegt werden zu dem Gebäude. Ein vernetztes Ökosystem von unterschiedlichen Systemen, die auch eine lückenlose und fehlerfreie Nachverfolgung der kompletten Prozesse eben auch ermöglichen. Was entsteht dadurch eigentlich? Ein digitaler Zwilling von dem Gebäude, der wirklich zu jeder Lebenszyklusphase des Gebäudes entsprechend mitwächst, sich ändert, sich für die Zukunft projizieren kann. Und da ist die Digitalisierung auch ein Riesentreiber und ein Riesenmehrwert, was man hier eben bieten kann. Vielleicht auch, dass wir die Informationen, also diese Unmenge auch an Informationen, die wir in dem digitalen Zwilling haben, oder die Unmenge an Daten, dass wir die auch zu nutzbaren Informationen später bis hin zum Eigentümer, zum Facility Management auch wirklich sinnvoll nutzen können. Nicht nur Datenmengen, sondern auch Informationen, um die Bauwerke besser zu nutzen. Frau Prokop, Sie sind ja nun Geschäftsführerin des Bundesverband Bausoftware. Welche Aufgaben übernimmt denn der BVBS bei der Förderung der Digitalisierung im Bauwesen? Der Bundesverband Bausoftware wurde 1993 gegründet, also ist jetzt knapp 30 Jahre alt. Und Ziel des Verbandes war von Anfang an, also schon vor 30 Jahren, die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der Bauwirtschaft durch den Einsatz von Bausoftware, Bau-IT zu verbessern. Und die Mitglieder des Bundesverbandes Bausoftware, die schaffen Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette des Bauens. Und um die Digitalisierung zu optimieren, zu verbessern, führt der BVBS zum Beispiel seit vielen Jahren Zertifizierung für
Softwareanwendungen für den Datenaustausch durch. Und wir konnten da feststellen, dass wir durch die Zertifizierung eine enorme Qualitätssteigerung erreichen konnten. Also ja, wir sind einfach in verschiedenen Bereichen aktiv. Zertifizierung, auch Standardisierung, Beratung, fachlicher Austausch. Und diese verschiedenen Punkte tragen zur Verbesserung oder zur auch schnelleren Digitalisierung hoffentlich der Branche bei. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf den Lebenszyklus eines Gebäudes, beziehungsweise im Neudeutschen Building Lifecycle Intelligence. Ein Zyklus, den Sie, wie Sie ja gerade beschreiben, auch als BVBS mitbegleiten. Welche Rolle spielt denn die Planungsphase ganz konkret als ein zentraler Bestandteil in diesem Zyklus, Herr Gallenberger? Ja, die Planungsphase, die legt den Grundstein des Gebäudes. Oder von der ersten Vision bis zum Gebäude. Also in der Planungsphase kann ich darauf eingehen, welche Materialien ich verwende, was ich genau benötige. Ich kann aber auch in die Zukunft projizieren, was vielleicht mal geschehen kann und kann somit schon etwaige Änderungen mit einbeziehen. Das heißt, aus ökonomischer Sicht ist die Planungsphase die Grundlage für alles Weitere. Das Tolle ist ja, dass wir mit den digitalen Methoden die Möglichkeit haben, schon in der ganz frühen Planungsphase, also in der Vorplanung, in der Entwurfsphase zu untersuchen, was ideale Lösungen sind, um die zum Beispiel Gebäudestrukturen nochmal zu optimieren, um den Materialeinsatz zu optimieren. Die digitalen Methoden ermöglichen uns gerade auch wenn wir über Klimaschutz sprechen, eine CO2-Analyse schon in sehr frühen Entwurfsstadien durchzuführen, um zu checken, welches Material an welcher Stelle ist wirklich am sinnvollsten, am ressourcensparendsten, was bringt den niedrigsten, den kleinsten CO2-Fußabdruck. Das ist mit händischen Methoden früher gar nicht leistbar gewesen. Wenn wir mit BIM-Modellen planen, dann schaffen wir das auch schon recht früh. Sowohl Architektinnen als auch Tragwerksplanerinnen sind ja in die Planungsphase eingebunden und Ziel muss ja sein, die Planungsphase möglichst effizient zu gestalten. Und da liegt es ja auf der Hand, dass man die Zusammenarbeit dieser Akteure, die dort eingebunden sind, optimiert. Wie kann das künftig gelingen, Frau Prokop? Genau, da sind wir wieder beim digitalen Zwilling. Das Ziel ist ja, ein digitales Abbild des Bauwerks von Anfang an, Schritt für Schritt zu entwickeln und die digitalen Methoden, einschließlich BIM, ermöglichen ja sehr viel mehr Transparenz, als das vorher mit 2, 3 Entwurfszeichnungen als Papierplan möglich war. Und dadurch ist der frühzeitige Austausch zwischen Tragwerksplanung und Entwurfsplanung deutlich besser möglich, als das, ich sage jetzt mal, früher erforderlich war. Also seit langem hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Planungsbeteiligten frühzeitig und eng miteinander zusammenarbeiten müssen. Aber das war mit Papierpausen, einfach vielleicht PDFs, sehr mühselig möglich, wenn die per E-Mail versendet wurden. Wenn wir jetzt über Common Data Environment, also CDEs, Projektplattformen, die Möglichkeit haben, dass alle Beteiligten Zugriff auf die Modelle haben, dann ist einfach eine viel stärkere Transparenz und ein besserer Informationsfluss möglich, als das mit einfachen 2D-PDFs der Fall ist. Und dann kann man auch Änderungen viel besser entwickeln und sich dazu abstimmen. Früher war das kleinteilige Nachzeichnen vielleicht noch ein Thema in den Statiklösungen. Heute muss das natürlich fehlerfrei, verlustfrei, hoher Qualitätsstandard. Aber genau das ist ja das Thema Digitalisierung, was wir auch treiben und was wir sehen und was die Kunden auch zu Recht fordern, weil die auf einem hohen Niveau mit zunehmendem Zeitdruck
immer auch bessere oder kürzere Projektlaufzeiten haben, viele Änderungen mit haben durch die Absprachen, die jetzt möglich sind. Und dafür braucht es belastbare Lösungen. Frau Prokop, zu den Mitgliedern des BVBS gehören ja auch einige Anbieter von Software für statische Berechnungen. Jetzt haben wir schon über die Lösungen gesprochen, die die TragwerksplanerInnen brauchen, um möglichst erfolgreich arbeiten zu können. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, welchen Beitrag können diese softwaregestützten oder kann denn die softwaregestützte Tragwerksplanung überhaupt erst leisten, um beim nachhaltigen und ressourceneffizienten Bauen zu supporten oder zu unterstützen? Also warum ist es überhaupt wichtig, dass wir Tragwerksplanern gute und stabile Lösungen mit an die Hand geben? Ja, wie vorhin schon erwähnt, ist die softwaregestützte Tragwerksplanung ein ganz wichtiger Baustein, um optimale Tragwerkslösungen zu entwickeln. Also eine wichtige Zahl für mich an dieser Stelle ist, dass bei einem Massivbauwerk über 50% der CO2-Emissionen auf das Tragwerk entfallen. Also mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes, der durch im Bauprozess entsteht, fallen auf das Tragwerk. Also haben wir da ein enormes Potenzial zur Einsparung, wenn wir die Tragwerksbemessung so optimiert wie möglich gestalten. Wir können frühzeitig, wie vorhin angedeutet, Variantenstudien durchführen und damit den CO2-Ausstoß reduzieren. Zukünftig werden wir auch viel mehr an die Ressourcen denken müssen, also an die materiellen und monetären Ressourcen. Und dann ist natürlich so eine softwaregestützte Tragwerksplanung unabdingbar, um die optimale Lösung zu finden, um vielleicht auch den goldenen Schnitt zwischen Materialeffizienz, Systemablauf, also Bauprozess und dem nachhaltigen Aspekt dann zu finden. Wir waren ja schon mal so weit, wenn man sich die Bauwerke des 19. Jahrhunderts anschaut. Da war zum Beispiel Eisen und Stahl extrem teuer. Da wussten die Tragwerksplaner ganz genau, für welche Bauteile welche Materialien am sinnvollsten einzusetzen sind, wenn man sich historische Dachtragwerke zum Beispiel anschaut. Deckenkonstruktionen, extrem materialoptimiert. Und wir haben das manchmal in den vergangenen Jahrzehnten verlernt, so optimiert zu bauen, einfach weil es nur schnell gehen musste. Ich möchte mal zurückkommen auf BIM, eine Arbeitsmethode, die aktuell in aller Munde ist, weil ihr einfach zugetraut wird, auch ein Schlüsselfaktor zu sein in der Wertsteigerung für die Baubranche. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dass in Zukunft ein BIM keinen Weg vorbeiführen wird. Das haben Sie ja jetzt auch schon in den Fragen davor sehr klar beantwortet, welcher Bedeutung BIM zukommt. Mich würde mal interessieren, Frau Prokop, Sie als Beobachterin der Branche, wie bewerten Sie denn den aktuellen Entwicklungsstand von BIM? Also BIM war vor ein paar Jahren so ein bisschen so ein Modewort und Digitalisierung wurde mit BIM gleichgesetzt. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, Digitalisierung oder BIM ist nicht nur Digitalisierung besteht nicht nur aus BIM, aber BIM ist ein ganz wichtiger Baustein dabei. Wir brauchen das für das kollaborative Arbeiten und gerade was den Planungsprozess angeht, hat sich da in den vergangenen Jahren enorm viel getan aus meiner Sicht. Anfangs waren gerade die Architekturbüros sehr verhalten bei der Einführung von BIM. Sind kleine Büros, glaube ich, immer noch, aber gerade die großen Büros, nicht nur bei den Architekturunternehmen, auch bei den Ingenieurunternehmen, verwenden inzwischen standardmäßig BIM. Nun ist BIM ist ja ein weites Spektrum. Ne? Die einen sagen, sie machen schon BIM, dabei erzeugen sie 3D-Modelle und haben gar keine Bauteilanforderungen, Bauteileigenschaften hinterlegt. Aber insgesamt, gerade auf der Planerseite, sind wir da in den letzten Jahren einen riesigen Schritt vorangekommen. Auch in der Ausbildung
ist BIM inzwischen gut verankert. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen und dass sowohl die Bauverwaltungen als auch allgemein öffentliche Bauherren und nachher auch die Betreiber nachziehen. Herr Gallenberger, die Frau Prokop sagte gerade, dass wir gerade auf der Planerseite schon in den letzten Jahren einen guten Schritt vorangekommen sind. Das hat sicherlich auch zu tun mit den Softwarelösungen, die es am Markt gibt, die das unterstützen. Welche konkreten Lösungen bieten denn SIA und Frilo an, um BIM als die Arbeitsmethode der Zukunft zu fördern? Als Mittel der Digitalisierung für unsere Tragwerksplaner, Tragwerksplanerinnen gibt es den BIM-Konnektor bei Frilo. Hat einige Vorteile eben auch. Frau Prokop hat es vorher gesagt, mit Nachzeichnen, Übergeben der ganzen Themen, wo sind eigentlich die Bauteilelemente, wo ist die Bauteilbemessung. Gerade damit, mit dem BIM-Connector kann ich eben das Modell laden. Ich habe intelligente Technologien mit drin, die mir helfen, das entsprechende Bauteil zu ermitteln und dann direkt in den Frilo-Programmen eben auch zu bemessen, um dort die eigentliche statische Analyse zu machen. Aber auch bei SIA gibt es Lösungen, die den Prozess nochmal optimal unterstützen. So kann mit dem SIA Autoconverter direkt aus einem beliebigen CAD-System das jeweilige Modell geladen werden, daraus ein Strukturmodell gemacht werden und auch ein Analysemodell, um entsprechend dann mit SIA Engineer die entsprechenden statischen, tragwerksplanerischen Tätigkeiten eben auch vorzunehmen. Das heißt, wir bieten hier einen sehr, sehr hohen Austausch, also unseren Stecker quasi an BIM, unseren Connector, den Converter für BIM, um den Tragwerksplanern hier eine leichtere Planung zu ermöglichen. Ziel ist es da eben auch dieser fehlerfreie, hochwertig qualitative Datenaustausch, den die Ingenieure einfach brauchen, um nicht da zu sitzen und nachzuzeichnen, sondern einfach auch ihr Know-how in die Tragwerksplanung einbringen zu können, damit das Projekt auch ein Erfolg wird. Ein Standard-Austauschformat, das am Markt kursiert, ist IFC. Neben IFC können Projektbeteiligte aber auch auf das Structural Analysis Format, kurz SAF, zurückgreifen, als ein weiteres Austauschformat von Daten. Frau Prokop, was ist SAF und inwieweit grenzt sich das Format von anderen Austauschformaten ab? SAF, also Structural Analysis Format, ist ein vergleichsweise junges und herstellerneutrales Austauschformat, um insbesondere Analysemodelle von verschiedenen Analysesoftwareprogrammen auszutauschen und um die Interoperabilität der Programme zu verbessern. SAF nicht zu verwechseln mit dem Structural Analysis View, dem Tragwerksteil vom IFC, ist sehr vorteilhaft aus meiner Sicht, weil es eben auf Excel basiert und das ermöglicht zum einen durch diese tabellarische Darstellung also für die Tragwerksplanerinnen und Tragwerksplaner eine vergleichsweise leichte Anwendung. Die Bauingenieure und Bauingenieurinnen sind mit dem Excel-File enorm vertraut. Und insofern ist es wirklich, glaube ich, sinnvoll, dass das Structural Analysis Format auf dem Excel basiert, weil das die Hürde oder die Hemmschwelle für die Anwender deutlich herabsetzt, weil mit Excel sind sie vertraut. Und es hat den großen Vorteil, dass wir damit deutlich kleinere Datenmengen erzeugen, als es zum Beispiel bei den IFC-Daten der Fall ist. Und wenn wir diesen Austausch verlustfrei schaffen zwischen dem Strukturmodell und dem Analysemodell, dann haben wir natürlich wesentlich weniger Datenverluste. Und was vorhin der Herr Gallenberger ja erwähnte, das Neumodellieren, was bislang die meisten Tragwerksplaner machen oder viele, das entfällt. Also gerade dieses zeitaufwendige neue Erstellen des Modells. Und da habe ich einfach die Hoffnung, dass das SAF wirklich nochmal so einen enormen Schub gibt für BIM in der Tragwerksplanung. Denn das war in der Vergangenheit noch nicht in allen Unternehmen so angekommen, wie wir das uns eigentlich für die Digitalisierung der gesamten Branche wünschen würden.
Jetzt gibt es ja, wie Sie gerade schon geschildert haben, sehr viele Vorteile von SAF. Gleichzeitig auch einige Hürden, die noch genommen werden müssen, um die Akzeptanz zu erhöhen. Frau Prokop, welche Hürden sind das und wie kann man die nehmen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Zum einen muss man ja feststellen, dass innerhalb der letzten 1, 2 Jahre der Kreis im ersten Schritt der Softwareanbieter sich enorm erweitert hat, die das Structural Analysis Format im ersten Schritt importieren können, aber viele von denen das auch inzwischen exportieren können. Und dennoch ist das Austauschformat derzeit zumindest bei den Anwendern noch wenig bekannt. Das haben wir aber immer. Also wir haben beim Bundesverband Bausoftware zum Beispiel vor inzwischen 20 Jahren das digitale Austauschformat für Bewährungsdaten entwickelt und mit enormen Vorteilen. Und trotzdem sind einige Anwender zögerlich. Und ich glaube, wenn wir das Structural Analysis Format in eine breite Anwenderschaft bringen wollen, dann ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass wir den Brückenbau als ein wichtiges Anwendungsgebiet beim SAF noch viel stärker berücksichtigen. Dafür noch verschiedene Lösungen beim SAF entwickelt werden. Am Anfang war das sehr auf den Hochbau fokussiert, das Structural Analysis Format. Ist auch ganz logisch, weil wir da einfachere geometrische Formen und auch einen größeren Wiederholungsfaktor bei den einzelnen Geschossen zum Beispiel haben. Also erste Hürde, Ausbau auf den Brückenbau. Das zweite, um den Anwenderkreis zu erweitern und auch einfach die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern, wollen wir beim BVBS einen Arbeitskreis gründen, wo sowohl die Lösungsanbieter, also die Softwareunternehmen, als auch die Anwender, die User zusammen mitarbeiten können. Auch das eine Erfahrung aus dem Arbeitskreis Bewährungsdaten. Wenn Entwickler und Nutzer zusammenarbeiten und im engen Austausch stehen, dann entstehen die besten Lösungen. Und natürlich förderlich für die breite Akzeptanz ist auch immer eine Zertifizierung von Lösungen, damit in dem Fall der Anwender einfach auch ein größeres Vertrauen in diese Schnittstelle hat. Und das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber das beabsichtigen wir beim BVBS mittelfristig auch, dass wir die SAF-Schnittstelle zukünftig zertifizieren. Herr Gallenberger, vielleicht können Sie noch mal auf den Punkt bringen, was heute schon oder wo heute schon die Vorteile im SAF-Format liegen für SIA und auch für Frilo-Nutzer. Auf den Punkt gebracht, ganz kurz. Heute schon ein Höchstmaß an Interoperabilität, an gesicherten Datenaustausch, um alle Facetten der Tragwerksplanung auch zu berücksichtigen, sei es in einem modellbasierten Abgleich, den ich mit SIA mache, oder in einem bauteilbasierten Abgleich, den ich natürlich dann mit Frilo mache. Jetzt sind SIA und Frilo oder haben SIA und Frilo in diesem Jahr auch ihre Zusammenarbeit intensiviert. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Wie kam es zu der Entscheidung? Ja, also für uns war die Kooperation jahrelang schon immer angedacht und wurde auch von den Kunden gewünscht. Und als Unternehmen, beide Unternehmen, natürlich in der Nemetschek-Gruppe, wollen wir die Synergien natürlich auch nutzen. Also ich meine, die Vorteile liegen auf der Hand, ja, dass man hier enger auch zusammenarbeitet, genau um die Disziplinen auch nochmal zusammenzubringen. Es gibt sehr, sehr viele Tragwerksplaner, Tragwerksplanerinnen, die in modellbasiert arbeiten. Hier ist dann SIA Engineer die Lösung der Wahl, um ein Tagesgeschäft zu bewältigen. Es gibt aber auch viele Tragwerksplanerinnen und Tragwerksplaner, die bauteilorientiert arbeiten, hier auch Detailnachweise nochmal machen. Da ist dann Frilo die Lösung der Wahl auf dem deutschen Markt. Und jetzt kommt es, was bieten wir damit den Tragwerksplanern an? Ein umfassendes Gesamtpaket. Ein umfassendes Gesamtpaket, das beide Welten berücksichtigt. Modellbasierte Statik als auch bauteilbasierte Statik. Also den Werkzeugkasten, den jeder Tragwerksplaner, jede Tragwerksplanerin auch braucht, um die Projekte zu machen.
Jetzt ist ja auch für Sie, Frau Prokop, wenn so eine engere Zusammenarbeit von zwei Softwarehäusern aus der gleichen Branche, aus dem gleichen Bereich getätigt wird oder kommuniziert wird, ja sicherlich auch interessant. Welche Hoffnungen und Erwartungen knüpfen Sie denn so ein bisschen an die Zusammenarbeit der beiden Softwarehäuser? Wie Herr Gallenberger das auch schon gerade andeutete, ich denke, beide Programme ergänzen sich ganz ideal. Und in den Ingenieurbüros, in den Tragwerksplanungsunternehmen, wie auch Herr Gallenberger gerade sagt, wird immer eine Vielzahl von Programmen für die ganz spezifischen Lösungen genutzt. Es ist nun mal so, derzeit zumindest, es gibt nicht das eine Programm für die vielfältigsten Ansprüche, die wir in der Baubranche haben, für die unterschiedlichsten Herausforderungen. Und wenn wir da jetzt FRILO und XIA so eng in der Kooperation sehen, dann funktioniert da zumindest mal der Datenaustausch optimal und das erhöht natürlich enorm die Zufriedenheit auch der Anwender. Insofern freue ich mich immer, wenn verschiedene Unternehmen die Zusammenarbeit intensivieren, weil nur wenn wir die unterschiedlichsten Disziplinen und auch Lösungsanbieter zusammenarbeiten, dann können wir einfach die Digitalisierung der Baubranche schaffen. Das geht einfach nur über Zusammenarbeit, über Standards, über optimierte Schnittstellen. Und da sind wir jetzt in dem Bereich dann einfach auf einem guten Weg. Den guten Weg möchte ich noch ein bisschen unterstreichen. Und zwar mit einem dritten Logo, mit der DC-Software. Der gute Weg ist, Sie hatten es vorher gesagt, Frau Prokop, viele Lösungen in den Ingenieurbüros werden verwendet. Und was wir miteinander machen, wir haben die Engineering Allianz gegründet, sozusagen, also Speziallösungen für die Ingenieure. Eben nicht nur eines, es gibt nicht das eine System. Es gibt Speziallösungen, Spezialprogramme, die mich bei den Aufgaben in einem Projekt unterstützen. Und das ist nicht ein Programm, sondern es sind viele Speziallösungen. Und mit der Engineering Allianz wollen wir für die Kunden so geschmeidige und nutzenstiftende Workflows schaffen, so gut wie möglich, um eben diese ganzen verschiedensten Aufgabenstellen optimal zu bewältigen. Welches Ziel haben wir mit der Kooperation? Frau Prokop hat gesagt, glückliche Kunden oder zufriedene Kunden. Und zufriedene Kunden gibt es dann, wenn die Lösungen auf meine täglichen Anforderungen passen, wenn die mir helfen, mein Day-to-Day-Business, mein Tagesgeschäft so gut wie möglich zu erledigen. Und dafür stehen wir. Ja, auch ich muss sagen, ich freue mich auf die Zusammenarbeit der 3 Softwarehäuser, die dann gemeinsam diese Engineering-Allianz formen werden und natürlich auf die smarten Lösungen, die da entstehen werden, wenn man die Kräfte bündelt. Vielen Dank, Frau Prokop, und vielen Dank, Herr Gallenberger, für Ihre Einschätzungen zur Zukunft der Branche, für Einblicke in die Arbeit, generell einfach für das Gespräch. Ich glaube, wir haben heute sehr viele spannende Themen abhandeln können und auf viele offene Fragen auch Antworten finden können. Vielen Dank auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Einschalten und fürs Dranbleiben. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit dabei waren. Und wenn Sie weiter von uns hören möchten oder auf dem neuesten Stand bleiben möchten, dann folgen Sie uns einfach auf unseren Kanälen, unserer Kommunikation. Dort informieren Sie immer über das, was neu passiert bei SIA, FRILO, bei der DC-Software. Und wenn Sie Fragen haben, dann scheuen Sie nicht, sich bei uns zu melden. Wir helfen immer sehr gerne. Also vielen Dank fürs Einschalten und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.